Du hast eine wichtige Präsentation vor dir und fragst dich, wie du dich vorbereiten kannst. Ich zeige dir hier 6 Schritte, mit denen deine Präsentation auf jeden Fall ein Erfolg wird. Ein ganz herzliches Willkommen in meinem Kanal. Ich bin Nicole Krieger, ich bin Moderatorin, Rednerin und ich begleite ganz viele Menschen, damit sie hervorragende Präsentationen halten können. Warum ist eine gute Vorbereitung überhaupt so wichtig? Naja, erstens, du möchtest ja deine Zielgruppe von dir und deinen Botschaften überzeugen. Und nur wenn du dir klar darüber bist, worum es gehen soll und was deine Botschaft ist, dann kannst du das auch erreichen. Dann kannst du Überzeugungskraft entwickeln. Zweitens, wenn du gut vorbereitet bist, dann kannst du souverän mit Fragen umgehen, denn damit musst du ja rechnen. Menschen werden dich anschließend an deine Präsentation etwas fragen, vertiefende Informationen haben wollen. Und nur wenn du gut vorbereitet bist auf eventuelle Fragen, bleibst du souverän. Und dann ist es so, dass viele und vielleicht auch du ein bisschen nervös sind vor wichtigen Präsentationen. Und je besser du vorbereitet bist, umso weniger nervös wirst du sein. So, und hier kommen schon meine 6 Schritte, wie du dich auf deine Präsentation vorbereiten kannst. Der erste: Mach dir klar, für wen du sprichst, wen du ansprechen möchtest, wen du überzeugen möchtest. Mach eine sehr genaue Zielgruppenanalyse. Wer sitzt genau im Publikum? Alter, Geschlecht, Bildungsstatus, wenn es innerhalb des Unternehmens ist, Hierarchie, Firma, was wissen diese Leute schon vom Thema? Wenn du dir diese Fragen beantwortet hast, und ich würde dir empfehlen, das schriftlich zu machen, dann kannst du gezielt die Informationen deiner Präsentation aufbereiten für diese Zielgruppe. Eine Präsentation ist nämlich immer individuell auf die Zielgruppe zugeschnitten. Der nächste Schritt ist, dass du die Botschaft für deine Präsentation formulierst. Also, worauf soll alles hinauslaufen? Was soll das Publikum gelernt haben? Wozu soll es motiviert werden? Die Botschaft ist das Herzstück deiner Präsentation. Hier ist nochmal ganz wichtig, dass du deine Botschaft in einem Satz formulieren kannst. Und das üben wir mit den Teilnehmenden unserer Redner- und Präsentationstrainings immer sehr ausführlich. Was willst du eigentlich vermitteln? Worauf willst du hinaus? Und erst wenn sie ihre Botschaft klar formulieren können, dann gelingt es auch, die in der Präsentation wiederzugeben. Und deswegen solltest du darauf unbedingt achten. Im nächsten Schritt machst du mit der inhaltlichen Recherche weiter. Du weißt jetzt, was deine Präsentation ist und du kennst deine Zielgruppe, also für wen ist es. Und jetzt musst du recherchieren, welche Informationen sollen denn in meiner Präsentation vorkommen. Und hier ist mir nochmal wichtig, wir reden jetzt nicht nur von Zahlen, Daten und Fakten, sondern wir reden auch von persönlichen Erfahrungen, von Geschichten, von Beispielen und so weiter und so fort. Denn eine gute Präsentation besteht immer aus mehr als nur Zahlen und Daten und Fakten. Und das zusammenzutragen, das ist ein wesentlicher Schritt. Und wenn du diesen Berg von Informationen hast, und es darf durchaus ein bisschen mehr sein, als was du am Ende in deiner Präsentation verwendest, dann geht's schon in den nächsten Schritt, Schritt Nummer 4. Du brauchst eine Struktur. Ja, du musst das jetzt ordnen. Womit fange ich an? Was ist mein Hauptteil? Und was ist mein Schluss? Eine klassische Präsentation folgt dem klassischen dramaturgischen Prinzip eines Dreiakters. Anfang, Hauptteil, Schluss. Für die Anfänger ist das die beste Möglichkeit, eine gute und sichere Präsentation zu halten. Und jetzt sortierst du. Der Anfang muss natürlich die Aufmerksamkeit fesseln und das Interesse deiner Zuschauer gewinnen. Im Hauptteil kommen deine wichtigsten Botschaften, Lösungen, die Kernthesen deines Vortrags. Und am Ende hast du noch einmal eine Zusammenfassung und eine Hauptbotschaft, die Motivation, die Handlungsaufforderung, die muss an den Schluss. Und wenn du
besser werden willst mit deinen Präsentationen oder du vielleicht für dein gesamtes Team ein Präsentationstraining haben möchtest, dann ruf doch gerne mal bei uns an. Wir werden für euch ein ganz individuelles Training konzipieren, damit eure Rednerinnen und Redner überzeugender und souveräner auftreten können. Nach der Struktur kommt die Visualisierung. Also wie mache ich das sichtbar, was ich erzähle? Wie unterstütze ich es mit Bildern, Grafiken, Diagrammen, mit analogen Medien oder Gegenständen, die ich mit in meine Präsentation nehme? Und das machen die meisten Leute falsch. Die meisten Präsentierenden, die denken, ach, ich mache einfach ein paar PowerPoint-Folien und die begleiten mich dann oder andersrum, die sind die Präsentation und dann ist das schon gut so. Ich finde nicht. Eine gute Präsentation lebt von dir und der Art und Weise, wie du präsentierst. Die PowerPoint, die unterstützt dich lediglich und für mich ist die PowerPoint auch nicht das einzige Medium. Ich mische immer ganz viele Medien, denn ich möchte ja, dass meine Präsentation lebendig ist, dass sie die Aufmerksamkeit fesselt und dass sie in Erinnerung bleibt. Und der letzte Schritt, den ich dir sehr ans Herz lege, denn damit wird die Präsentation erst richtig gut, ist, dass du sie probst. Kein Profi geht unvorbereitet auf die Bühne oder vor die Kamera. Auch ich probe meine Moderationen und Keynotes immer, mehrmals sogar. Und das würde ich dir empfehlen, dass du mehrere Durchläufe hast. Ich persönlich habe 4. Du kannst auch nur 3 haben oder nur 2. Aber wichtig ist, dass du probst. Noch besser ist, wenn du dir in der Probe ein Feedback holst von einer Kollegin oder einem Kollegen oder von Freunden oder Familie, sodass du dann nochmal deine Präsentation optimieren kannst, deine Performance optimieren kannst und wirklich das beste Ergebnis ablieferst.